Okay. Na, los geht's. Wir haben uns im Juni 2025 kurzfristig dazu entschlossen, aus einer Einladung zu einer Geburtstagsparty auf einer Alm in Pinzgau eine 4-tägige Bikepacking-Tour zu machen. Die Tour startet in Salzburg, führt über Bad Reichenhall und das Aschautal nach Zell am See und Stulfelden. Am zweiten Tag geht's zum Salzach-Ursprung und ins Grimler Achental vorbei an den Grimler Wasserfällen bis zum Talschluss. Am dritten Tag geht's zur Berndelalm und zur Geburtstagsfeier. Der letzte Tag beinhaltet eine herausfordernde 144 Kilometer lange Rückkehr von der Berndelalm mit Tragepassagen bis nach Salzburg. Die Route und unsere Ausrüstung findet ihr in der Beschreibung. Den Wagen. Ja, wir haben gerade gestartet, sind jetzt 2 Kilometer unterwegs, fahren aus Salzburg raus zu Saalach und ich freue mich mega auf die Tour. Jetzt sind wir am Saalach-Radweg. Genau, da geht es jetzt einmal bis Bad Reichenhall, immer geradeaus. Und dann geht es richtig wild ins Aschautal. So, was sagt's denn zu Karins neuem Helm? Hat sie gerade erst vor kurzem jetzt gekriegt. Heute erste Ausfahrt damit. Fest, oder? Ein Met. Ja, so wie der Daddy. So, jetzt geht's dann gleich rein. Aschau. Ins Aschautal oder Aschauklamm eigentlich. Ja, obwohl wir nicht in Südtirol sein, gibt es hier das Dolomitwerk. Ach, das sind auch die bayerischen Dolomiten. Ja, fängt schon gut an, gell? Aber jetzt wird es gleich mal steil. Jetzt geht es in die längste Steigung des heutigen Tages. Das Lustige ist heute ja, wir sind jetzt ja in dem, wie wir es nennen, Aschautal. Und normalerweise ist da nichts los. Da fährt man durch, man begegnet eigentlich niemanden. Heute ist richtig arg. Ja, man merkt, dass Feiertage sind. Begleitend zu unserem Forstweg verläuft parallel die Aschauer Klamm bei Schneizelreuth. Dieses kaum bekannte Kleinod in Bayern ist zwar nicht so spektakulär wie andere Schluchten und Klammen, dafür ist der Eintritt kostenlos. Eine perfekte Wanderung für Familien. So, jetzt haben wir schon mal 40 Kilometer am Tacho und die ersten, glaube ich, 600 Höhenmeter. Insgesamt sind es halt nur 1400. Das ist eigentlich für fast 120 Kilometer relativ flach. Du, das ist immer ein wunderschöner Teil da. Da geht es Richtung Lofer. Und in Lofer gibt es dann in einem unserer Lieblingscafés Kaffee und Kuchen mit grantigem Kellner. Schauen wir, wie er heute drauf ist. Ja, schauen wir halt drauf. Meistens ist er grantig. Und jetzt geht's schön dahin. Heiko ist es. Zum Glück gibt es davon nicht zu viele heute. Gell? Also nicht für den Kühen, für den Kälbchen dürfen es viele sein, Tore weniger. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo man dann drauf kommt, warum dass man sich das Ganze so antut.
vor uns die Loferer Steinberge in ihrer vollen Pracht. Wir befinden uns übrigens schon in Pinzgau, also wir sind schon über die Grenze drüber. Kurzer Ausflug in Bayern, jetzt geht's weiter in Österreich. So, auf geht's zum Café. Wir sind in Lofer, der Kaffee ist schon mal da, Kuchen kommt erst. Geiles Teil. So, gut genährt, krantiger Besen war nicht da, weiter geht's. Hallo Raben. So, inzwischen hat es 28 Grad. Schöne Mittagszeit, 12:30. Brennt ganz schön aber. Ja, wir liegen allerdings heute wahnsinnig gut in der Zeit. Momentan schaut es so aus, dass wir so um 4, halb 5 dort sind. Also können wir dann noch ein bisschen entspannen. Ja, das ist heute eigentlich eher so ein bisschen die angenehme Tour. Und dann ab morgen vergessen wir so richtig auf in die Täler, zu den Grimler Wasserfälle. Ja, und ein bisschen zu den Gletscher. Der Pinzgau. Jetzt fühlt es sich so richtig an, als ob wir da waren. Man sieht da im Hintergrund schon ein paar Gletscher. Das seht ihr wahrscheinlich jetzt nicht. Wir schon. Ja, aber in die Richtung fahren wir dann eh. Und wenn wir Glück haben, sogar zu einer Gletscherzunge. Ich glaube morgen. Und wir sind in Zell am See. Ah, Karin geht eine Runde schwimmen, glaube ich. Yep. Genau, also wie gesagt, wir sind jetzt in Zell am See. Wir haben das heute echt ein bisschen überschätzt. Jetzt haben wir, glaube ich, nur noch 30 Kilometer und das ist 2:30. Ja, passt auch gut. Also die Karin ist jetzt einmal schwimmen gegangen. So, jetzt gibt es noch eine kleine Jause da. Karin hat super eingekauft bei der Tankstelle. Und wir haben ein sehr schönes Platz gefunden da jetzt. Mit Blick in die Gewerbezone Zell am See. Wir sind angekommen. Das ist unsere Unterkunft. Wahnsinn. So, das nenne ich mal eine Fahrergarage. Ne? Herrlich. Hi. Geschlafen haben wir an diesem Tag in der Rauchkuchel, wo wir auch ein hervorragendes Abendessen genossen haben. Guten Morgen. So, da drin sind unsere Räder noch versteckt. Die holen wir jetzt, bauen wir mal auf. Und dann, da gibt es nämlich kein Frühstück im Haus, sondern die haben eine eigene Bäckerei, 200 Meter entfernt. Jo, und da haben wir uns dann ein Frühstück rein. So, die Taschen sind so gut wie gepackt. Genau, dann geht's los. Wir verlassen die wahnsinnig tolle Unterkunft, wo auch unser ehemaliger Finanzminister schon mal geschlafen hat, der jetzt im Gefängnis sitzt. Ja. Und zwar geht's heute los in Stulfelden. Wir fahren entlang der Salzach in Richtung Salzach-Ursprung. Danach geht's weiter zum Stausee Durlasboden,
wo es endlich Kaffee und Kuchen gibt. Anschließend quälen wir uns rauf ins Grimler Achental, vorbei an den Grimler Wasserfällen bis zum Talschluss. Viel Spaß! Im Windschatten. Und da haben wir schon die Bäckerei. Wunderbar. Okay, also ich habe zuerst gedacht, das ist eins für beide, aber na, da liegt jeder so ein Gerät. Mahlzeit. Mahlzeit. Können wir wieder. Frühstück haben wir. Passt, bis. Runter, gell? Ja. So, ist ganz schön frisch. Wir ziehen uns mal das Westerland. Die Karin ist auf der Suche. Gell, bei den ganzen Taschen, da ist oft mal, man glaubt, man packt es ein und weiß, wo alles drin ist und dann. So, jetzt kündigt es sich langsam an. Die rote Wand darauf. Sind wir echt schon gespannt. Hoffentlich lohnt es sich. Ja, also bisher geht es super dahin. Wir haben jetzt 18 Kilometer. Es läuft richtig flüssig, flach dahin. Stehen wir noch einmal ganz kurz am Fuße des ersten Anstiegs. Es sind 13,6 Kilometer Ja. mit 950 Höhenmeter. Wir fürchten uns beide gerade ein bisschen, aber ja, wir probieren es einfach, oder? Ja, schaffen. Lange. Häuschen! Und der Matthias muss ein bisschen aufpömpeln. Poschi, Poschi, der junge Mann. Wer hat, der hat. Also wir haben gerade gecheckt. Vielleicht sieht man es auf der Karte auch. Ja, so halbwegs. Genau, wir fahren jetzt da rechts rauf. Und dann wieder runter und dann dahin. Genau, da sieht man es ein bisschen besser. Und eben jetzt geht es zum Salzach Ursprung auf. Da wird es jetzt nochmal steil, aber dafür Schotter und wahrscheinlich viel, viel weniger Autos. Und es sind auch nur noch 377 Höhenmeter. Achso, ja. Geht da. So, da haben wir jetzt nochmal einen wunderschönen Blick auf die Gletscher. Das ist der Großvenediger. Hi Ladies. Hi. Achtung Grüße. Danke Grüße. Hi die Damen. So, wir nähern uns dem Salzach Ursprung. Ich glaube, jetzt sind noch so 1,5 Kilometer. Ja, schauen wir mal, wie das dort ist. Wir sind schon gespannt. Denn immerhin wohnen wir ja an der Salzach. Da wäre es schon mal interessant, wenn man auch den Ursprung kennenlernt. Ja. Die Kauerin ist schon weg. Ja, sie kam mir halt nicht nach. Ganz schlechter Tag halt bei mir. Also irgendwie der Kreislauf kommt überhaupt nicht in die Gänge. Ja, es ist eigentlich nur eine Qual darauf. Also natürlich, die Ausblicke und so, herrlich, wunderschön. Aber körperlich, ja, keine Ahnung, ob ich das halt noch schaffe. Schauen wir mal. So, wir haben jetzt entschieden, das da ist unsere Salzachquelle.
Ich glaube, das lassen wir gelten. Der eigentliche Ursprung liegt in den Kitzbüheler Alpen auf rund 2300 Höhenmetern. So, wir düsen wieder runter. Wir düsen jetzt einmal zum Stausee, schauen wir uns den einmal an, da werden wir mal eine kurze Pause machen. Ist schon Mittag jetzt mittlerweile. Ja, mal ein bisschen was essen, Kleinigkeit halt. Weil den großen Hunger müssen wir uns aufsparen aufs Grimler Tauernhaus. Ja, Speichersee. Sind. Gut, gut. Elegant. Elegant. Ah, nicht so elegant. Das kommt rein, perfekt. So, schauen wir mal, schon unseren Kaffee gekriegt. Cola, Topfenstrudel kommt noch. Ja, ein bisschen was dazwischen. Und dann, sagst 3 Stunden noch. Sowas, 3 Stunden zum Grimler Tauernhaus. Wir haben gut gegessen und der Matthias trödelt gerade so herum. Jetzt ist mir ein bisschen langweilig. Aber ganz nett hier. Los geht's. Nehmen wir noch mal die schöne Farbe mit am See. Beeindruckend. Hoi die Dame. Ciao die Dame. Cool. Ja, können wir nach Innsbruck fahren. Bei uns geht es Richtung Grimler Wasserfälle. Wir haben gerade bemerkt, wir befinden uns im Gebiet Gerlosplatte. Und ja, uns wird es nicht wundern, wenn wir jetzt gleich am Gerlospass wären. Wobei ich glaube, dass der hinter uns ist, aber werden wir dann sehen. Ja, wo wir nicht immer zufällig hinkommen, gell? Schauen wir mal. Wunderbar. Und hier befinden wir uns jetzt schon im Anstieg in das Grimler Achental. Dieses trennt die Zillertaler Alpen von der Venediger Gruppe. Freudiges Klettern. Die kleinen Grimler Wasserfälle. Das letzte Mal, als wir da durch sind, war der ganze Kuhherde erinnern. Heute zum Glück alles frei. Hallo. Endlich sind wir im Tal. Das war's noch hart. Yep, lohnt sich schon wieder. Jetzt sind wir beim Grimler Tauernhaus. Da gibt es nachher was zum Essen. Es ist so wunderschön. Riesig da hinten, ein riesiger Wasserfall. Jo. Aber jetzt geht es noch ein bisschen rein bis zum Talschluss.
So, es ist nicht mehr weit bis zur Talsperre. Aber ich bin völlig erledigt. Bin nur noch froh, wenn wir da drin sind. Dann raus, was essen, Unterkunft. Und ich glaube, ich gehe dann einfach sobald wir drinnen sind schlafen. Wir sind am Talschluss. Schon der Wasserfall. Und da rauschen wir jetzt wieder runter. Dann noch ein paar Meter rauf. Ja, mit den Radschuhen ist es jetzt nicht so prickelnd, da zu gehen. Aber mal schauen, was uns da noch erwartet. Also vor mir ist jetzt der Groß-Venediger. Also es sieht als die Spitze ist oder irgendwie ein Vorgipfel, keine Ahnung. Aber ja, voll schön. Und eigentlich handelt es sich nicht um den Groß-Venediger, sondern um die Dreiherrenspitze, die Teil der Venediger Gruppe ist. Erschöpft, aber glücklich, die Anstiege für den heutigen Tag hinter uns zu haben, geht's jetzt erstmal runter zum Grimler Tauernhaus. Viel Spaß bei der wunderschönen Abfahrt. So, angekommen. Jetzt gibt's Essen. Okay, meins ist schon mal da. Karin wartet noch. Karin hat auch jetzt. Los geht's. Ciao, Grimler Tauernhaus. Gut gegessen. Jetzt geht's nach Grimmel. Sehr gut. Ja, gerade ein Grad. Ja, jetzt sind wir wieder da, wo wir heute schon mal waren, bei der Kehre. Dann noch mal eine schöne Sicht auf die Grimler Wasserfälle. Ja, das machen wir. Ja. So, unsere Unterkunft. Wunderbar. Okay, Unterkunft bezogen. Karin geht jetzt noch einkaufen. Genau, und dann gönnen wir uns noch ein Bier. Sind ziemlich K.O. Ja, und dann werden wir, glaube ich, gut schlafen heute. Passt, bis morgen. Tschüss. Tschüss. Und hier seht ihr jetzt noch die letzten Kilometer vom Grimler Tauernhaus bis nach Grimmel und unserer Unterkunft.